Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur war 3 Beta. Ich habe den Einladungskey bekommen und die kann man jetzt spielen, die Beta vom 21. bis zum 24. Und ja, ich habe das Spiel jetzt überhaupt noch nicht angefasst. Ich habe es nur bei Steam runtergeladen. Und wie gesagt, jetzt wird es aktiviert. Ihr seid also mit dabei. Und ich lade euch mal dazu ein, die erste, ich sag mal, halbe Stunde mit mir zu spielen. Schauen wir mal, was hier geht. Also das Prinzip von war sollte jedem klar sein. Wenn nicht, wäre das auch zu viel zu erklären, aber war muss man mögen und überhaupt das Warhammer-Universum an sich. So, wir gucken mal kurz durch das Menü. Hier oben machen wir gleich. Jetzt schauen wir erstmal die Optionen, was man hier alles einstellen kann. Das übliche war kann man immer eigentlich relativ gut anpassen, was man dann so mag. Grafik, Bildauflösung. Das stellen wir doch gleich mal hoch. Ich hoffe, dass das mein Aufnahmeprogramm jetzt mitmacht. Ja. War ein kurzer Cut drin, aber das macht ja nichts. So. Helligkeit ist klar. Anti-Anhälse machen wir volle Pulle, ne? Texturdetails. Geht nicht mehr. Doch, hier, komm. Wenn wir die olle Grafikkarte hier nochmal richtig auslassen. So. 35 Millisekunde. Naja, ich krieg ja bald eine neue Grafikkarte. So. Gucken wir mal. Startseite. Hallo? Ich glaube, das ist schon gut. Ich glaube, wir sind schon auf der Startseite. Okay. Ja, Spieler. Gucken wir uns die mal an hier. Ach, das sind die ganzen Elite-Einheiten. Ah ja. Habe ich schon mal kurz gesehen. Gamester hatte von einem Video rausgebracht. So, Elite halt ausrüsten, Elite-Doktrin, ah geil, das ist voll, also war immer das Universum, da kann man sich richtig reinpfitzen damit. Ist ja cool. So, was haben wir hier für Typen? Gabriel und Angelos, geil. Stufe 1 Attentäter, sehr geil. Also wie gesagt, müsst ihr euch mal mit dem Warhammer-Universum beschäftigen. Also voll geil, kann man auswählen. Achso, das sind die Einheiten, die steuern oder was? Naja, das ist natürlich viel freigeschalten. Sind bloß die. Okay. Die Orks natürlich, da werden natürlich auch einige begeistert sein davon. Ist ja geil. Das nenne ich mal schick. Das ist glaube ich der General hier, ne? So ein Dinner. Oder so ein. Keine Ahnung, was das ist. Geil. Und Elder ist ja so ein bisschen mein Favorit. Was haben wir hier? Ach, das ist der Avatar hier, ne? Der Dämon. Sieht aber geil aus. Das ist irgendwie so eine Tante hier. Sieht aus wie... Ah Gott, wenn ich das so wüsste, wie die heißen, ne? Wie ein Ruhenprophet im Macher. Hier steht es ja auch da. Jan Zar, wer auch immer das ist. Ach, ein Phantomritter soll das sein. Geisterseher. Man kann hier doch mehr auswählen, oder? Klappt super. Ah, doch. Das sieht doch aber nach so einem Avatar aus. Das ist ja kein Phantomritter. Da gucken wir gleich nochmal bei den Orks. Wie die denn hießen? Schätzchen da Mokranaut. Was ist das für ein Typ? Ja, gut. Und spezial groß. Jo, sieht aus wie aus Mad Max hier. Geil. Cool. Wie ist der hier? Zack. Beherrschungsgrad. Das ist bestimmt irgendwelche Fähigkeiten. Okay. Machen wir es kurz. Wir gucken mal nochmal bei Space Marines rein, wie die Typen hießen. Gabriel Angelos, was kann man hier noch auswählen? Auch ein Skin bloß. Imperialer Ritter Solaria? Oder die dunkle Königin. Ja, gut, Geschmackssache. Okay. Ich glaube, also mehr Spiele müssen wir machen in einer Reihe von Tutorials. Klar machen wir die Tutorials. Da können wir gleich nochmal lernen. Was sind wir denn? Ach, so ist ja geil. Fortgeschritten Mehrspieler. Grundlagen, ich denke mal, das können wir schenken, wie man einer bewegt auf dem Feld, das sollte man wissen. Machen wir mal das hier. Bitte warten.
Detektoren können Sie von anderen Langskräften das Space übrigens warnen, damit Sie Zeit zum Reagieren haben. Okay. Ah ja, das war so geil. Wenn ihr euch erinnert, ne? Einfach in die Gegner dort irgendwelche Mechs reinsetzen. Geil. So, ich hoffe, den Mauszeiger sieht man. Warte, ich guck noch mal kurz. So, müsste eigentlich. Oh, wir spielen gegen die Orks. Jetzt geht los. Rechts oben könnt ihr nochmal nachlesen. So, wie gesagt, Grafik jetzt maximal. Volle Bulle. Gabriel Angelos. Elite units are stronger than line units and possess powerful abilities. They are not deployed from base structures, but are equipped before a match and unlocked in battle by spending elite points. Deploy Elite Unit Gabriel Angelos to the battlefield. Jetzt müssen wir gucken, ob wir die Karte hier irgendwie drehen können. Nee. Ah, hier kann man wieder das so setzen, dass sie wieder in die Richtung gucken. Wo hinten wird nach rechts gucken. Jetzt sind wir doch wieder bei Grundlagen, genau. Und hier mit Linkstick kann man wieder die ganzen Einheiten markieren. Mit Blickrichtung nach rechts. Oh ja, geil. So. Ja, mache ich. So, jetzt können wir jetzt aus, wo man hinkommt. Gabriel is a powerful melee unit with crowd control abilities. Hey, He will accompany your line units and give them a decisive advantage. Gabriel Angelos is deployed and ready for combat. Also wie gesagt, das ist die höchste Zoom-Stufe hier. Take Gabriel and your line units to locate a nearby resource point. Ja klar, jetzt müssen wir erstmal hier irgendwo hinrennen. Resource points will boost your income and allow you to further build your army. Dann müssen wir dann wahrscheinlich hier hochgehen. Oder? Nee. Doch, Pfeil zeigt nach oben, also da gehen wir mal da lang. Use your forces to search for the resource point. Ist ja lustig. The foe is in heavy cover. Kill the enemies blocking the path to get to the resource point. Okay. Dann halt mal drauf. Unser Typ hier vorne, der macht alle Orks platt hier. Das ist das Intro. Ja, sieht schon mal geil aus. Also ich muss sagen, das Spiel kaufe ich mir jetzt schon. Ich wollte es aber nicht kaufen, weil Dawn of War 2 ein bisschen kacke war. Aber irgendwie bockt das Feeling mal wieder. Move your units inside the resource point's capture radius in order to capture the point. Oh, nein. Natürlich soll ich. Your units must remain within the capture radius until the capture timer is full in order to own the resource point. The point is yours. Sehr gut. Jetzt müssen wir bestimmt hier was draufbauen. You cannot gain resources from a point until you upgrade it with an add-on. Purchase the requisition add-on by clicking the requisition add-on button over the resource point. Will ich machen. Bauen Sie eine Anforderung. Also jetzt freigeschaltet, okay. The requisition generator boosts the amount of requisition you gain from a point. Genau. Requisition is the resource used for purchasing vehicle upgrades and infantry units. Geil. A power generator is the second type of resource add-on that you can construct. Ja. Power is the resource used to construct infantry upgrades and vehicle units. Most upgrades and unit purchases require a little of both of these resources. Okay. Ich muss hier nebenbei ein bisschen lesen, ne? The requisition generator is finished. You will now gain requisition from this resource point. Ja, das habe ich schon verstanden. Let us further increase the requisition we are getting from this add-on by purchasing the point's resource upgrade. Ja, steht doch gleich frei, ne? Okay. When your point is done upgrading, the amount of resources it generates will be increased. Und falls ihr euch erinnert, muss man kurz dabei, das war einfach geil, wenn man eine Partie gegen einen anderen Spieler spielt. Man muss immer genau timen, welche Einheit sofort wann fertig ist und mit irgendwelchen Shortcuts. Das war voll geil. Move Gabriel to the entry point to guard the area. So verteidigen, ja easy. Achso, hier vorne. Bewachen Sie den Weg mit Gabriel. Shortcut F1 ist ja noch besser.
Kill the enemy. Welche Feinde? Ach, der bitte. Die halten aber nicht viel aus, die Orks hier. Sieht man mal, dass die Elite-Einheiten hier schon mal ordentlich was auch machen. Wenn die beschäftigt sind, die Space Marines draufballern, perfekt. Base buildings have an ability called healing aura that heals elites. Aha. Out of combat elites that stand next to a base building will have their health restored. Move Gabriel next to your base building to heal him. Okay. Also kurz gesagt, wenn er neben dem Gebäude steht, heilt er sich wieder. Dann würde ich sagen, können die sich aber auch heilen. Move Gabriel next to your base building to heal him. Obwohl, die können sich hier reinstellen. Wozu ist der Punkt da? Sonst müsste sich heilen, ne? Macht da. Ah, haben sie aber schick verbessert, also fein gemacht, gefällt mir. I am Gabriel. Hat das der Arnie gesprochen, die Stimme? Gabriel moving out. Nee. So, wenn sie in dem... Okay. Also warten wir noch, bis er sich voll geheilt hat. Dann geht's los. Also jetzt. The Emperor lights our way. Jetzt bin ich mal fertig, ne? Mehr wird's nicht. Oder hier unten oder was? Nee, das ist kritisch. Gabriel has been healed and is ready to return to the battle. Es war also oft, dass die wegsterben, aber es ist ja immer so. We must now take the fight to the enemy. We will use scout squads to track down the enemy. Okay. Deploy 2 scout squads from the barracks. Jetzt kommen also die Billion-Einheiten, die Scouts, die man eigentlich am Anfang baut. Stealth units can only be sighted by enemy detector units. Ja, geil. You have your first squad of scouts. Deploy 1 more. All builder units, Genau, such das as sind the die getarnten servitor, Einheiten have von the den Space ability Marines. to detect stealth units. Geil. Your scout Genau. squads are ready. Die Bauerneinheiten können die entdecken, genau so war das doch. Das ist ja lustig. Freut mich, Before we schön, take dass your sie... infantry into battle, we will upgrade their attack strength at the arsenal building. The arsenal is the Space Marines' upgrade structure. Use your Okay. servitor to construct the arsenal. You can locate your servitor by double-clicking the servitor's portrait in your unit queue. Das hier, aha, okay. Komm mal her, bist du? Da, so. Genau, die Baueinheit, das ist ja geil, genau, mit den 4 Armen, geil. So, okay, bauen, hier bestimmt. Gebäude, das sieht ja cool aus. Schön fetzt, gefällt mir. Genau, und ich bin dabei, wenn man älter spielt, ne, könnte man sich schön teleporten und so. Ah, das wird geil. Gefällt mir gut. This one would comply. Was kann der noch hier bauen? Ah, ein Detektor halt, ne? Und da ist passive Fähigkeit, das heißt, nur er kann, also ich denke mal auch die Commander, weiß ich jetzt ganz genau, hat er das auch? He who fights with Nee. me shall be my brother. Aha, nur er kann getarnte Einheiten denken, so lustig. Ich bin immer in irgendeinen Space Marine konnte das so, oder war das mit dem Commander? What's the order? Was kommt hier? Ah, ja, ist klar. So, die Typen. Tactical Marines ready. The arsenal is complete. With the arsenal finished, you can now purchase upgrades for your line units. Ja, wollte ich doch gerade. New abilities for some line units can also be purchased from an upgrade structure. So, Waffen haben wir mal gemacht. With an upgrade structure, you can purchase health and damage upgrades for your line units. Machen wir? Purchase the infantry damage upgrade from the arsenal. Ja, hab ich vor. Ja. The infantry damage upgrade boosts the damage of basic infantry units. Das ist klar. Building an arsenal also gives your tactical marine squads the ability to upgrade themselves with powerful late-game weaponry.
We will now upgrade a tactical marine squad with the plasma gun Genau, upgrade. genau. Select a tactical marine squad and left-click the plasma gun upgrade. Das hier wahrscheinlich. Genau, falls ihr euch erinnert, der Plasma war gegen Infanterieeinheiten. Es gegen Orks immer relativ hinfall und die, ne, Flammenwerfer war gegen die Moral, Select genau. attack- Plasma Ja, guns geil. are powerful ranged weapons that fire more rapidly while stationary. Ja. If they sustain fire too long while stationary, their guns will overheat and have to cool before resuming fire. Ach, das ist geil. Now that your army is upgraded, use it to investigate the hostile area outside of your base. Gut, machen wir das. Remember to use your scout squad's stealth capabilities to scout ahead. Genau, tun wir wieder schön markieren. Die auch. Das ist ja geil. Cool. Da gehen wir mal gucken, wo die sind. Oh, eine Cutscene. There are enemies ahead. However, there is a patch of stealth cover you can use to hide your units. Units inside stealth cover are hidden from view from enemy units outside of it. This allows your units to scout what lies behind stealth cover without revealing themselves to enemies on the other side. Enemy units can gain sight of your units only if they enter the stealth cover with your units. Okay. Use stealth cover to ambush your enemies. It shall be done as you like it. Ach so, dieses Geschleier hier ist Tarnung, ja, ist ja logisch. Und außerdem gucken sie gerade in die andere Richtung. Ne? Ich wollte gerade sagen, sonst wäre es ja ein bisschen komisch. Die tun wir mal hier positionieren. Use stealth cover to ambush your enemies. Ja, sieht ja nach hinten halt aus, ne? Können wir wo angreifen? Ah, die sehen uns nicht. Ist ja lustig. Ja, würde ich sagen, The area erfolgreich. ahead is treacherous. Use your scouts to scout out any hostile enemies ahead. Do not let your scouts become detected. Na, ist klar. By your leave, we embark. Das ist ja lustig. Hier ist Hilfe, was man jetzt braucht. There may be enemies inside that stealth cover. Use your camouflaged scouts Okay, to also safely scout any enemies Die in Teile the sind stealth immer cover. Tarnung hier. Gut. Kill the enemies you find. Schaffen wir das mit denen? Ah, also die Gebiete sind quasi nochmal separat. Master setting out. Kill the enemies you find in the stealth cover. Ja, hab ich vor. Aber ich mag's gerne komplett. Guck mal, passt doch. Ah, schick gemacht, sieht gut aus. Jo, war jetzt extrem There is schwer. an enemy force up ahead. Scout out the enemy force on the upper platform. Okay. Gehen wir mal hier rein. Ne, hier wird wahrscheinlich die gegnerische Basis sein. Orders clear. Setting out now. The enemy has captured the next resource point and built a listening post to protect it. Genau, der The Horchposten, listening genau, post genau. is a structure with a ranged weapon that also protects resource add-ons from Uh-huh. damage. Before you can destroy enemy add-ons or capture an enemy point, you must Ja, first jawohl. destroy the listening post that protects it. Once the listening post is gone, you can destroy the enemy add-ons and take the point for yourself. Destroy the listening post. Okay. Geht nochmal schön in die Deckung hier, ne? Du kommst mal mit. Scheiße. Naja, greifen halt an. Das wollte ich jetzt gar nicht so. Nein. Destroy the listening post. Natürlich ein bisschen blöd jetzt. Ne? Aber wir schaffen das schon. Understood.
Machen wir es halt so, die taktische Variante mit allem angreifen, was geht. Jetzt stellen wir jetzt nämlich hier rein und sind geschützt. Wir haben ja überall genug Helf hier. Machen wir gleich. Destroy the listening post. Machen wir. Den Horchpostenblatt erledigt. Don't let orcs charge. Demolition complete. The listening post is Läuft. destroyed, and the resource point is now vulnerable to capture. Capture the resource point. Haben wir. Passt. Jetzt sind wir am Erobern. Genau. Sollte ja nicht mehr kommen mehr, wa? Tactical squad. Können wir hier gucken, ob hier noch was ist? I hear you. What's the order? Moving into it's done. What next? Well done. This completes your second Dawn of War 3 Sehr gut. tutorial. You are Fetzt. ready to proceed to the last tutorial, which centers around Dawn of War 3 multiplayer. Geil. Ja, gut. Da werden wir uns nicht so lange aufhalten. Das soll es erstmal gewesen sein vom ersten Eindruck. Ich muss sagen, besser als erwartet. Ich hatte ja so ein bisschen Bauchschmerzen wegen Dawn of War 2. Ich meine, gut, man hat jetzt hier nicht viel Basenbau gemacht, ne? Aber allein schon das Feeling ist gut. Und ich habe es mir in diversen Videos schon angeguckt, dass... Oder der Basenbau, das soll auch richtig klasse sein. Schick, gefällt mir. Wenn's euch, lasst am besten einen Kommentar da. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen oben. Ich setze auch nochmal einen Link rein, da könnt ihr euch da noch auch kaufen dazu, wenn es euch gefällt. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Pixelhaufen. Let it go.